Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag in der Serie der Pro-Resolving-Mediatoren, kurz PRMs. Ich habe etwas ganz Interessantes gefunden im Zusammenhang der Alzheimer-Therapie. Zugegeben im Mausmodell. Aber das, was man dort an Specialized Pro-Resolving-Mediatoren hatte, also quasi an den Resolvinen, Maresinen, Protektinen, hatte einen wahnsinnig tollen Effekt. Und diese Studie möchte ich Ihnen gerne mal vorstellen. Wenn Sie das spannend finden, bleiben Sie dran. Gleich geht's los. Die Originalstudie Intranasal Delivery of Pro-Resolving Lipid Mediators Rescues Memory and Gamma Oscillation Impairment in NLGF Mice, also Mäusen. Das habe ich für Sie auch wieder Maschinen übersetzt und jetzt kann man es auch lesen. Und raus kam, dass es die Fragestellung ist, ob man mit entzündungsauflösenden Lipidmediatoren in der Lage ist, Alzheimer-Erkrankungs-AD hier, also Alzheimer Disease, Gehirne, in diesem Fall bei Mäusen, in sich der Entzündung und der Leistungsfähigkeit, in diesem Fall am EEG, also an Oszillationen, gemessen, zu verbessern. Und die Stoffe, um die es geht, ist eine Mischung der entzündungsauflösenden Lipidmediatoren, Resolvin, RVE1, RVD1, RVD2, Maresin 1, also das MAR1 und das Neuroprotectin D1, NPD1. Und das war in dieser Nasenspray-Mischung drin und man weiß, dass beim Alzheimer, aber auch bei eigentlich allen anderen neurodegenerativen Erkrankungen, man eine Glia-Aktivierung und eine Vermehrung von proentzündlichen Botenstoffen, also Zytokinen, hat. Die kann man natürlich reduzieren und wer im Grunde genommen antientzündlich unterwegs ist und mikrodurchblutungsverbessernd, hat natürlich etwas geringere Entzündungen im Hirn und eine verminderte Aktivierung der Gliazellen, die unter anderem eine Immunfunktion im Hirn übernehmen. Und dazu habe ich auch im letzten Newsletter bereits recht ausführlich, auch im letzten Beitrag zu den Pro-Resolving-Mediatoren vorgetragen. Und diese Mischung hat man also jetzt über die Nase appliziert und sie untersuchten dann die Amyloidlast. Diese Amyloide, das ist das, was beim Alzheimer dann als Ablagerungen bekannt ist, und die Denkfähigkeit der Mäuse und die Oszillationen im Netzwerk, also wie die verschiedenen Nervenzellen untereinander kommunizieren und die Glia-Aktivierung, also die Immunzellen und die Entzündungsfaktoren, also im Grunde genommen Zytokine. Und da hat man gesehen, die Behandlung verbesserte die Gedächtnisdefizite und die Oszillationsdefizite, also Einschränkungen, konnten wiederhergestellt werden. Und es kam zu einer dramatischen Abnahme der Mikroglia-Aktivierung. Also die Entzündung ging wirklich zurück. Und so schreiben die Autoren, diese Ergebnisse eröffnen potenzielle Wege für die therapeutische Erforschung von entzündungsauflösenden Lipidmediatoren bei Alzheimer-Disease. Wenn wir bei diesem Part, und da müssten Sie ein bisschen Geduld haben, verstehen wollen, was hier wirklich passiert, dann müssen Sie mir jetzt ein Stück weit Wort für Wort folgen und ich muss es ein bisschen interpretieren, damit Ihnen klar wird, was die hier für bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen haben, die man im Grunde genommen über die Pro-Resolving-Mediatoren erreichen kann. Und so schreiben Sie hier zum Beispiel, dass das Lipoxin A ein auflösungsfördernder Lipidmediator ist, der aus der Arachidonsäure kommt. Und Arachidonsäure ist ja für viele Menschen immer als, oh Gott, das ist ja proentzündlich, darf man gar nicht so viel von haben. Aber Arachidonsäure ist die Grundlage für Prostazyklinbildung, für die Gefäßerweiterung, für die Blutdruckregulation. Ja, auch für die Proentzündlichkeit, aber die Untergruppierung von Prostaglandin E2 haben auch antientzündliche Eigenschaften.
Und diese Lipidmediatoren üben ihre positiven Wirkungen auf die Bindung an membrangebundene, G-Protein gekoppelte Rezeptoren aus. Sie erinnern sich das Interview mit Frau Bimmler, Sie erinnern sich an die agonistischen Autoantikörper im Zusammenhang mit Herzmuskelentzündung, mit postoralem Tachykardie-Syndrom, mit Diabetes mellitus, mit Alzheimer, mit postviralen Syndromen, auch mit Panik-Angststörungen. Also wirklich ein sehr weites Feld, auch hier Glaukombildung zum Beispiel, also grüner Star, erhöhter Druck im Auge, hängt damit zusammen. Und diese Rezeptoren werden im Hirn ausgebildet. Und dort können diese Lipidmediatoren angreifen und können dadurch eine Reaktion ausüben, die auch an Weichenstellungen, die zur Proentzündlichkeit oder zum Verhinderung des Zelltodes über die Weiche NF-κB wirken und damit sozusagen dieses ewige Leben einer Zelle, was auch in Richtung einer Krebszelle sich entwickeln kann, hemmen. Und dann das Resolvin D1, was ja auch aus DHA, also Docosahexaensäure, gebildet wird, interagiert mit anderen Rezeptoren, die das Zellüberleben und die Phagozytose signalisieren. Also es geht um N-Formylpeptidrezeptor 2, für die es genau wissen wollen. Und bindet dann wieder an einen G-Protein gekoppelten Rezeptor, wodurch dann die Tumornekrosefaktor Alpha stimulierte NF-κB-Reaktion reduziert wird. Das heißt also, wir können einen in der Immunantwort TH1 gewichteten TNF-Alpha-Wert über diese Pro-Resolving-Mediatoren reduzieren. Und wenn dieser Wert weniger ausgeprägt und weniger chronisch exprimiert wird, also immer wieder produziert wird, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass NF-κB daueraktiviert wird, nicht mehr gegeben und die Entzündung kann in Richtung Ausheilung umgeleitet werden. Und Resolvin D2, also auch aus DHA, bindet wieder an ein G-Protein, um die Interleukin-1-Beta-Sekretion und die Inflammasom, das ist ein Begriff dafür, das Zusammenschluss für entzündungsförderliche Zellkomponenten und Zytokine. Also ist über die Interleukin-1-Beta-Sekretion und die Inflammasomaktivierung zu reduzieren in der Lage, wodurch Immunzellen zu einem wieder entzündungsauflösenden Phänotyp verschoben werden. Also zum Beispiel wird dann aus einem Makrophagen, einem M1-Makrophagen, der proentzündlich wirkt, der da ist, damit, wenn ich mich gerade geschnitten, wenn ich mich gerade infiziert habe, sagt, komm alle her, wir müssen ran, hier Feind im Land und müssen hier bekämpfen, muss anschließend auch der Friedensstifter wieder da sein, der M2-Makrophage, und muss dann sagen, ja komm, ist alles halb so wild, jetzt haben wir das ja wieder im Griff und jetzt krieg dich mal wieder ein und wir müssen jetzt mal wieder hier den Schaden aufbauen, renovieren und wieder friedlich miteinander umgehen können. Das wird über diese Pro-Resolving-Mediatoren erzeugt. Und die Neuroprotektion, also Schutz der Nerven, wieder an einen G-Protein gekoppelten Rezeptor, induziert dann, dass innerhalb der Zelle Calcium ansteigt und dass eine Phagozytose, also ein Auffressen von Zellmüll, in Gang gesetzt wird. Und das wurde ein Stückchen weiter hier oben bei dem Maresin auch schon beschrieben. Der aktiviert nämlich leucinreiche, repeathaltige G-Protein gekoppelte Rezeptoren und verstärkt die Makrophagen Phagozytose sterbender Zellen, die für die Entfernung von Gewebetrümmern während der Auflösung entscheidend sind. Was heißt dieser Satz? Dieser Satz ist auch ganz entscheidend für die Entstehung der Arteriosklerose. Wenn ich Ihnen das mal an einer Grafik kurz zeige, dann sehen Sie auch hier die Studie dazu. Hier ist sie nämlich. SPMs oder PRMs, die Basis der Maresine protektise Resolvine, hier veröffentlicht von Axum, G. Merch et andere in FASEB Journal schon 2008.
Und da wird eben wirklich beschrieben, auch hier anhand des Bildes, wenn wir es schaffen, über diese Resolvine diese Makrophagen dazu zu bringen, Phagozytosis and Elimination of Apoptotic Cells, also aufräumen, dass wir dann eine verminderte Produktion von proinflammatorischen Markern haben und dass wir damit die Gefahr der Arteriosklerose reduzieren. Und wenn man sich die nächste Folie anguckt, dann sieht man, wenn man Zytokine sich anschaut, wie zum Beispiel der Rantes-Wert CCL5 von Makrophagen freigesetzt, also wohl wieder von M1-Makrophagen, durch die Behandlung mit Lipoxin A4, Sie erinnern sich, das wurde gerade eben auch schon einmal beschrieben, eine Downregulation von dem Rantes-Wert erzeugt. Und wenn man die Makrophagen und alle ihre Zytokinantworten mit dem Lipoxin A behandelt, dann sieht man eine signifikante Reduktion von 10 proinflammatorischen Zytokinen, wie wir hier in der Grafik C auch erkennen. Und wenn wir PDE1 und Resolvin D1, auch die haben wir gerade eben gehört, und auch die kommen aus den Makrophagen, mit Lipopolysacchariden aktivieren, also zum Beispiel beim Leaky Gut Syndrom, wenn dort Bakterienbestandteile in die Blutbahn kommen oder wenn über einen Infekt, einem Abszess oder so eben Bakterienbestandteile in die Blutbahn kommen und dort kursieren, dann muss die Entzündung hochfahren, aber sie muss sich auch wieder einkriegen können. Und das hat man jetzt hier getestet, hat es also inkubiert, wie man schreibt, mit PD1 und Resolvin D1 und hat eben auch gesehen, dass die Bildung der Zytokine produziert durch diese Makrophagen unter der Anwesenheit dieses PD1 und Resolvin D1 deutlich niedriger waren als in Abwesenheit dieser Resolvine. Und auch das zeigt sich hier nochmal in der Produktion im Bereich D und E. Also alles, was hier nach links weggeht, ist die Reduktion. 2 und hier ein, da auch ein Zytokin, wird ein bisschen vermehrt. Nur damit Sie mal eine Ahnung davon bekommen, welche Bedeutung Sie im Grunde genommen mit der Versorgung mit EPA und DHA oder den Pro-Resolving-Mediatoren hinsichtlich Ihrer Gesundheit und Ihrer Mikrodurchblutung, denn wenn Sie keine Entzündung in den Blutgefäßen haben, wenn die Blutgefäße sich nicht verengen, Sie wissen ja, eine Entzündung geht immer mit einer Schwellung einher, nicht? Rötung, Schmerz, Schwellung, die innerste Schicht des Endothels verändert sich, die Thrombozyten können andocken, die verhaken sich und dann haben wir eine Mikrodurchblutungsstörung und das ist ja auch das, wovon die meisten, die mit Long-Covid oder mit postviralen Syndromen berichten, wenn sie Erfolg haben, dass die Verbesserung der Mikrodurchblutung bei ihnen zu einer Aufhellung ihrer Symptomatik geführt hat. Und natürlich, Sie werden es ja ahnen, wenn diese ganzen proinflammatorischen Botenstoffe sich reduzieren, wie in diesem Fall, dann geht natürlich auch die Entzündlichkeit im Hirn zurück. Dann können sich auch die Mitochondrien als die Kraftwerke der Zellen wieder erholen. Und dann kann der ganze Regenerationsprozess, der vorher wie so ein zugemüllter Computer, wo es keine Reset-Taste mehr gibt, in die Regeneration kommen. Also es lohnt sich wirklich, sich das mal im Detail anzugucken. Und man hat hier also auch Postmortem, also Gehirne von Alzheimer-Patienten sich angeschaut, hat die mit gesunden Menschen verglichen und hat auch dort gesehen, dass diese Lipidmediatoren dort interagieren, dass es also auch beim Menschen funktioniert und die klinische Studie mit den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu Alzheimer-Patienten zeigte, dass die Omega-3-Fettsäuren nur bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung hilfreich waren. Das ist richtig. Dazu gibt es aber auch eine andere Option, die ich Ihnen jetzt noch mal näher bringen möchte. Denn im Rahmen der Arbeit bei der Internationalen Gesellschaft für Oxygenierungstherapie e.V. gibt es ja auch eine Seite, die heißt News. Und auf dieser Seite mit den News finden Sie nicht nur die Studie im Translational Medicine Communications, wo wir zeigen, dass wir mit der intravenösen Sauerstofftherapie das Verhältnis von Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist, also Entzündung-Hemmung, zu Interleukin-1-Beta, was Sie ja gerade als so gefährlich auch erkannt haben.
untersucht haben und dabei gesehen haben, mit den autologen zytokinreichen Serum, was ja auch möglicherweise bei dem Geruchsverlust im Rahmen einer Corona-Infektion Wirkung zeigen mag. Zumindest haben ja Platelet-Rich Plasma Studien dieses schon mal gezeigt. Hier einen guten Effekt erzielt. Und dann sehen wir eben auch, wie kann man Viruskrankheiten mit Omega-3-Fettsäuren möglicherweise oder auch gefäßerweiternden Effekten über Prostazyklinbildung, Sie erinnern sich, Arachidonkaskade, Arachidonsäure macht Prostazyklin, hatten wir gerade darüber gesprochen, erklären, sondern Sie sehen auch, was der Ehrenvorsitzende dieser Gesellschaft, nämlich der Dr. Kreuzer, zum einen hier nochmal erklärt, wie durch die Einnahme der PRMs eben auch 17 HDHA und 18 Hepe massiv und erstmals auch mehrere Specialized Pro-Resolving Mediatoren, also wirklich Resolvine gefunden wurden. Und so sehen Sie hier in seiner Aufzählung, dass er im Grunde genommen hier in dem zweiten Feld nur Fischöl genommen hat und in dem dritten Feld dann eben auch die Pro-Resolving Mediatoren. Und dann konnte erstmals nachgewiesen werden im Labor Lipidomix, dass diese Substanzen auch wirklich gemessen wurden. Und ich lese es Ihnen mal vor. In einem Eigenversuch hat 2018 einer der Autoren, also Franz Josef Kreuzer, Internist, von dem zu dieser Zeit 2018 alleinig verfügbaren SPM Active 2x4 Kapseln zusätzlich zu dem nativen Fischöl eingenommen und sein Blut zur Analytik an das Speziallabor Lipidomix in Berlin geschickt. In den weißen Blutkörperchen und nicht im Plasma, also wirklich in den Leukozyten, in den Immunzellen, konnten die Mitarbeiter des Labors zu ihrer größten Überraschung erstmals bei einem Menschen 5 verschiedene SPMs nachweisen, nämlich Protectin D1, PD1, Resolvin D5, RVD5, Marisin 1, MAR1, Lipoxin A5, LXA5 und Resolvin E1. Und zwar in biologisch aktiven Konzentrationen. Auch die Vorstufen 17 HDA und 18 Hepe waren massiv gegenüber dem Ausgangswert erhöht, und zwar 16-fach in etwa. Ohne Fischöl war die Konzentration noch wesentlich geringer. Resolvin E3 konnte nicht nachgewiesen werden, weil für die Analytik kein interner Standard im Handel war. Sie erkennen also, alles, was hier rot ist in dieser Grafik, konnte tatsächlich nachgewiesen werden, und hier links ist es ohne Fischölversorgung. Was auch für Sie nochmal eine Option gibt, warum es so wichtig ist, dass Sie sich mit den essentiellen Substanzen, die ja so heißen, weil man sie essen muss, auch versorgen sollten. Und jetzt will ich Sie nicht noch weiter quälen. Sie haben eine ganze Reihe von Studien gesehen, die Sie nachlesen, nachverfolgen können. Sie können auch hier jeweils draufklicken auf die Links hier zum Beispiel, ich mache das mal für Sie, da kommt dann raus, was ist die bestverträgliche Dosis, nicht? Wie viel Fischöl können die Menschen vertragen über so und so viele Stunden, damit man auch nicht zu viel von dem Zeug nimmt und auch nicht zu wenig, denn ein zu viel kann durchaus dazu führen, dass man nicht nur eine Blutflussverbesserung hinbekommt, sondern dass man natürlich auch über solche natürlichen Substanzen einen noch ausgeprägteren Effekt an Blutverdünnung erzielt als mit klassischen Blutverdünnern. Wenn auch reversibel, also dennoch nicht frei von Risiko, wenn man sich dann tüchtig stößt oder einen Unfall hat. Auch das muss man genauso wie bei Gerinnungshämmern, wie wir sie beim Vorflimmern zum Beispiel oder bei Thromboseneigung, bei Gerinnungsstörung genetischer Art berücksichtigen, auch hier mit auf dem Schirm haben. Und wenn Sie irgendwo in höhere Dosierungen reingehen wollen, dann bitte nur, wirklich nur mit therapeutischer Begleitung und Messen Ihrer Messwerte, Ihrer Laborwerte, um auch zu wissen, wo Sie stehen. Und es gibt auch hier sicherlich ein Verhältnis von Körpergewicht und Größe, was man berücksichtigen sollte. So, PRMs haben richtig was auf dem Kasten, und wenn man die vernünftig einsetzt, ist das auch nicht das allein Glücklichmachende, aber es ist ein ganz interessanter Baustein, zu dem Sie
freien Zugang haben. Ich hoffe, das hat Sie interessiert. Bleiben Sie mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.